Du schaust auf den Bitcoin-Chart, siehst einen Preis von vielen Zehntausenden Euro und denkst dir, der Zug ist wohl endgültig abgefahren. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Dieses Gefühl ist absolut verständlich. Oft hören wir von neuen Rekorden, von wildesten Kursschwankungen und von den Glücklichen, die schon vor Ewigkeiten eingestiegen sind. Es fühlt sich an, als wäre die Party schon lange gelaufen und wir dürfen nur noch beim Aufräumen zusehen. Aber was, wenn ich dir sage, dass genau dieses Gefühl dein größter Vorteil ist? Was, wenn es dich in eine bessere Position bringt als 99% der Leute, die nach dir kommen werden? Die meisten Leute starren nur auf den Preis, eine flackernde Zahl auf einem Bildschirm. Doch die wahre Geschichte von Bitcoin wird nicht vom Preis geschrieben, sondern von fundamentalen Daten. Und diese Daten erzählen eine ganz andere Geschichte. Wir stehen immer noch ganz am Anfang. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir heute erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Okay, jetzt geht's los. Warum fühlt es sich also so an, als wären wir zu spät dran? Der Grund ist ganz einfach. Unsere Psychologie und Verhaltensweise der Medien. Wir sind darauf getrimmt, linear zu denken. Wir sehen einen hohen Preis und unser Gehirn schreit, das kann unmöglich noch weiter steigen. Die Medien verstärken das, indem sie sich auf dramatische Schlagzeilen stürzen. Bitcoin bricht ein oder Bitcoin auf neuem Allzeithoch. Das erzeugt ein Bild von extremer Volatilität und Risiko, das viele abschreckt. Die Geschichte ist voll von solchen Momenten. Stell dir vor, es ist das Jahr 2001. Die Dotcom-Blase ist gerade geplatzt. Die Amazon-Aktie ist von über $100 auf unter $10 gefallen. Ein Absturz von über 90%. Hättest du damals gedacht, der Zug für den E-Commerce sei abgefahren? Wahrscheinlich. Doch aus heutiger Sicht war das die Kaufgelegenheit für ganze Generationen. Bitcoin hat ganz ähnliche Zyklen durchlebt. Im Jahr 2018 fiel der Preis um über 73%. 2022 waren es wieder 64%. Jedes Mal hieß es, das war's jetzt mit Bitcoin. Und jedes Mal erholte sich das Netzwerk, erreichte neue Höhen, weil seine fundamentalen Eigenschaften stärker waren als die der kurzfristigen Panik. Die Angst, den Zug verpasst zu haben, basiert auf der Betrachtung vergangener Renditen. Aber die wirkliche Chance liegt in der Zukunft. Was also, wenn wir den Fokus vom Preis weglenken und stattdessen auf das schauen, was wirklich zählt? Die Adaption und die mathematische Knappheit. Der entscheidende Denkfehler, den fast jeder macht, ist zu fragen, bin ich zu früh oder zu spät eingestiegen? Die richtige Frage lautet aber, wie viele Menschen werden nach mir noch einsteigen? Hier beginnt der wahre Perspektivwechsel. Du konkurrierst nicht mit Leuten, die 2013 gekauft haben. Du stehst im Wettbewerb mit den Milliarden von Menschen und den Tausenden von Institutionen, die noch gar nicht dabei sind. Stell dir Bitcoin also nicht wie eine Aktie vor, sondern wie ein begrenztes digitales Grundstück im Zentrum des Internets. Es wird genau 21 Millionen Parzellen geben, keinen einzigen Quadratzentimeter mehr. Momentan sind die ersten Pioniere da, haben ihre Zelte aufgeschlagen und die erste Infrastruktur gebaut. Du kommst jetzt an, siehst die ersten festen Gebäude und denkst, das ganze Land sei schon verteilt. Aber in Wahrheit ist der Großteil des umliegenden Landes noch unerschlossen. Und die Autobahnen, die die Megastädte verbinden werden gerade erst gebaut. Du bist nicht zu spät zur Party. Du stehst auf der Gästeliste für die eigentliche Hauptveranstaltung, während die meisten noch nicht einmal von der Party gehört haben. Und der Grund dafür lässt sich mit knallharten Zahlen beweisen. Schauen wir uns also jetzt die Daten an. Und diese Daten sind der Kern, warum deine Position heute so unglaublich vorteilhaft ist. Erstens, die absolute Knappheit. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Stand Anfang 2026 sind bereits über 95% davon geschürft, also rund 20 Millionen. Das klingt, als wäre fast alles weg. Doch die Realität ist noch drastischer. Schätzungen von Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis gehen davon aus, dass zwischen 3 und 4 Millionen Bitcoin für immer verloren sind.
Die Besitzer haben ihre privaten Schlüssel verloren, Festplatten zerstört oder sind verstorben, ohne ihre Zugangsdaten weiterzugeben. Ein berühmtes Beispiel ist der Programmierer Stefan Thomas, der keinen Zugriff mehr auf 7000 Bitcoin hat, weil er sein Passwort vergessen hat. Außerdem hat zum Beispiel Satoshi Nakamoto, der Erfinder und frühe Miner von Bitcoin, rund 1,1 Millionen Bitcoin, die sich höchstwahrscheinlich nie wieder bewegen werden. Rechnen wir also nach. Von den 21 Millionen maximalen Coins müssen wir diese verlorenen Coins abziehen. Konservativ geschätzt stehen dem gesamten Weltmarkt also nur etwa 15 bis 16 Millionen Bitcoin zur Verfügung. Zweitens, die Verteilung. Laut Berichten wie dem UBS Global Wealth Report gibt es auf der Welt ungefähr 65 bis 70 Millionen Dollar-Millionäre. Wenn jeder einzelne dieser Millionäre heute beschließen würde, Bitcoin zu kaufen und sich alle verfügbaren Coins gerecht aufteilen würden, wie viele bekäme dann jeder? Die Antwort ist schockierend. Jeder Millionär bekäme nur etwa 0,25 Bitcoin. Nicht 10, nicht 5, nicht mal einen ganzen. Nur ein Viertel eines Coins. Und das bedeutet, wenn du heute in der Lage bist, 0,25 Bitcoin, 0,5 Bitcoin oder sogar einen ganzen zu erwerben, besitzt du bereits mehr, als der durchschnittliche Millionär der Zukunft jemals besitzen kann, wenn sie alle gleichzeitig einsteigen wollen. Du sicherst dir heute einen Anteil an diesem knappen Gut, um den dich zukünftige Generationen beneiden werden. Satoshi sagte einmal sinngemäß, verlorene Coins machen alle anderen Coins nur ein wenig wertvoller. Betrachtet es als eine Spende an alle. Jeder verlorene Coin erhöht die Knappheit und damit den potenziellen Wert deines Anteils. Jede große Technologie folgt einem Muster, das als S-Kurve bekannt ist. Langsame Anfänge der Pioniere, explosives Wachstum der Massenadoption und schließlich Sättigung. Das Internet folgte dieser Kurve, Autos folgten dieser Kurve, Smartphones folgten dieser Kurve. Und wo steht Bitcoin auf dieser Kurve? Schätzungen zufolge besitzen heute etwa 500 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen. Bei einer Weltbevölkerung von über 8 Milliarden Menschen sind es gerade mal rund 6%. Das ist vergleichbar mit dem Stand des Internets in den späten 1990er Jahren. Damals hatten die ersten Leute E-Mail-Adressen, aber die meisten konnten sich ein Leben online noch nicht vorstellen. Heute ist es undenkbar, ohne Internet zu leben. Wir befinden uns exakt in dieser Übergangsphase von der Pionier- zur Massenadoptionsphase. Wir sehen es überall. In den Ländern mit hoher Inflation wie Nigeria oder Argentinien ist Bitcoin keine Spekulation, sondern eine Notwendigkeit. Ein Rettungsboot vor der Enteignung durch die eigene Regierung. Diese organische Nachfrage bildet ein starkes Fundament, das unabhängig vom westlichen Spekulationszyklen existiert. Du bist also nicht nur vor der Masse der westlichen Anleger hier, sondern auch ein Teil der globalen Bewegung, die gerade erst an Fahrt gewinnt. Das vielleicht überzeugendste Argument dafür, dass du früh dran bist, ist die Welle, die gerade erst am Horizont sichtbar wird. Das institutionelle Geld. Jahrelang war es für große Institutionen wie Pensionsfonds, Versicherungen oder Staatsfonds extrem schwierig, rechtssicher in Bitcoin zu investieren. Und das ändert sich genau jetzt. Mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die größten Vermögensverwalter der Welt, wie BlackRock oder Morgan Stanley, wurde eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und Bitcoin gebaut. Diese ETFs ermöglichen es Pensionsfonds und anderen Großanlegern, mit einem Klick Milliarden von Dollar in Bitcoin zu allokieren. Und das auf eine regulierte und versicherte Weise. Und was bedeutet das jetzt konkret für dich? Das globale Finanzvermögen wird auf über 500 Billionen US-Dollar geschätzt. Bitcoin hat aktuell eine Marktkapitalisierung von etwa 1,8 Billionen US-Dollar. Das entspricht nicht einmal 0,4% des globalen Vermögens. Was passiert nun, wenn Institutionen beginnen, nur 1% ihres Portfolios in Bitcoin umzuschichten, um sich gegen Inflation abzusichern?
Eine Allokation von nur 1% würde die Nachfrage nach Bitcoin potenziell mehr als verdoppeln. Eine Allokation von 2% würde sie verdreifachen. Wir sprechen hier von Kapitalströmen, die so gewaltig sind, dass sie den bisherigen Markt wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirken lassen. Diese Welle hat gerade erst begonnen. Ja, es gibt auch kurzfristige Kapitalabflüsse, wenn diese neuen Akteure auf Marktschwankungen reagieren. Aber der langfristige Trend ist unverkennbar. Bitcoin wird die globalen Finanzmärkte integriert. Und du bist schon da, bevor die Flut richtig kommt. Wenn dir diese langfristige Analyse gefällt und du auf dieser spannenden Reise dabei bleiben möchtest, dann abonniere gern diesen Kanal. Wir werden hier weiter die fundamentalen Daten beleuchten, die wirklich zählen, jenseits des kurzfristigen Lärms. Du bist also nicht zu spät. Du siehst einen hohen Preis und interpretierst ihn als Ende der Reise. Dabei ist er nur ein Meilenstein am Anfang des Weges. Die mathematische Knappheit ist absolut und durch verlorene Coins sogar noch extremer, als die meisten denken. Die globale Adoption besteht gerade erst bei 6%, was dem Internet in den 90ern entspricht. Und die größte Kapitalwelle der Welt, das institutionelle Geld, beginnt gerade erst an die Küste zu rollen. Selbst kleine Bestände, die du heute erwirbst, können dich in Zukunft in eine Position bringen, von denen Millionen von Menschen oder sogar Institutionen nur träumen können, weil schlicht nicht genug Bitcoin für alle da sein wird. Die Angst, den Zug verpasst zu haben, ist eine Illusion, die auf kurzfristiges Denken beruht. Wenn du deine Perspektive änderst und auf die Fundamentaldaten schaust, erkennst du, du bist nicht zu spät. Du bist verdammt früh dran und merkst es nur nicht. Wie siehst du das? Bist du schon dabei oder lässt du dich von hohen Preisen noch zögern? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und eure Strategie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.